Alaska TD Plus. Das sind besonders winterfeste Fahrzeuge. Grüß dich, Markus. Hallo Sven. Grüß dich, Paulina. Hi. Ja, wir sind kurz am Ende, aber der darf auf keinen Fall fehlen. Ein richtiges Volumenmodell, das ist so, ich sag mal, die Speerspitze des machbaren. Dieselheizung? Die Dieselstandheizung ist bei unseren Alaska-Modellen Serie. Also wir in der Vorkonfiguration sind die dabei. Wir bauen die Alaskas gar nicht mit Gasheizung, sondern ausschließlich mit der Dieselstandheizung, um eben die Winterfestigkeit zu garantieren. So, das Modell heißt TD Plus, steht für? Teilintegriert mit Doppelbett hinten quer. So, und das ist das meistverkaufte? Ist innerhalb der Alaska-Reihe das mit Abstand meistverkaufteste Modell. Ja, hier steht auch eine 8 davor. Das ist natürlich für Ahorn schon die Speerspitze auch des Preises. Ihr seid dafür bekannt, deutlich unter 100.000 € richtig große Reisemobile zu bauen. Alle voll GFK, alle mit richtig viel Drehmoment. Trotz 145 PS habt ihr 385 Newtonmeter Drehmoment. Und darauf kommt es an. Sogar der große Motor hat das gleiche Drehmoment. Das heißt, du merkst unten raus gar nichts. Man hat da wirklich nicht viel Mehrgewinn. Ich würde also meinen Kunden eigentlich auch immer empfehlen, bleibt bei dem 145 PS Biturbo. Es kommt auf die 20 PS mehr eigentlich überhaupt nicht an. Wichtig ist, weiß ja jeder Profi bei den Reisemobilen, das Drehmoment ist das, was ausschlaggebend ist, und die sind bei beiden Motoren identisch. Ich muss mal fragen, Dieselstandheizung, da ist keine Truma drin hier in dem Modell. Nein, es ist eine Webasto Dieselstandheizung. Webasto mit einem entsprechenden Tauscher, Wärmetauscher, was war Mit Wärmetauscher entsprechend, genau. Okay, alles klar. Das heißt, Tankvolumen hier Diesel, was haben wir? Wir haben 100 Liter Dieseltank. 100 Liter. 100 Okay. Liter Dieseltank. Wer sich auskennt, die Webasto ist sehr sparsam. Das heißt also, wenn hier die Grundtemperatur mal erreicht ist, dann geht die auch nur noch an und aus. Und sie kommen natürlich aus dem Profibereich, LKW-Bereich. Das heißt, ist da ein Höhenkit mit drin? Das heißt, wenn ich hochfahre, passt sich das automatisch an? Nein, das tut es nicht. Gut, ich zeige mal gerade, was haben wir hier? Wir haben hier eine besondere Bettsituation. Du kannst es hochkurbeln? Ja, das ist sicherlich mit der ausschlaggebende Punkt, warum dieser Grundriss innerhalb des Alaskas der beliebteste ist. Denn wir haben nämlich hier das höhenverstellbare Bett, das höhenverstellbare Heckbett. Hat den Vorteil, wir können, wenn wir unterwegs sind, haben wir die maximale Höhe der Garage, können wir voll ausnutzen, indem wir das Bett hochkurbeln. Und wenn man dann vor Ort ist, kurbelt man es wieder runter, weil die großen Sachen kann man ja rausstellen, und dann hat man ein Bett, wo man im Prinzip mehr oder weniger kniehoch einsteigen kann. Also super bequem. Okay, das heißt, ich kann das ganze Bett absenken. So ist es. So, das geht manuell? Das geht manuell mit Kurbel. Hier siehst du, hier ist die Öse rein. Wie eine Markise ist exakt der gleiche Mechanismus. Ich kann es hochkurbeln, kann die Fahrräder einladen, und später, wenn ich sie ausgeladen habe, mache ich es runter und habe einen sehr bequemen Einstieg. Jetzt ist bequemer Einstieg, richtig? So bewährt sich das in der Praxis ganz genau. Klasse. Habt sogar noch ein bisschen Stauraum. Das geht hier sehr tief rein. Hat hier nochmal eine extra Ablage, nochmal eine Verjüngung, damit man da oben auch noch, kann man mit entsprechenden Verzurösen Kisten noch verpacken oder Kleinigkeiten, die dann gar nicht hier die eigentliche Garage beengen. Okay, also eine Riesengarage, wenn es oben ist. Sag mal, ist hier eine Hecksitzgruppe oder? Nee, das ist das Bett, oder? Nein, das ist das Heckbett mit entsprechendem Heckfenster, wo man dann auch schön rausschauen kann, wenn man jetzt Richtung Meerseite steht. Ist ein Längseinzelbett. So ist es. Mit Heckfenster. Querbett. Querbett, okay. Oh, jetzt habe ich es verstanden. Gucken wir uns gleich mal an. 2,20 Meter ist die Breite. Also wenn viele Leute an quer denken, dann denken die immer an wenig Platz. Das ist hier genau das Gegenteil. Das Gegenteil. Das Bett ist auch über 2 Meter lang. Und auch mit 1,45 Meter Tiefe hat es ausreichend Platz für 2 Personen. Was ist denn das für eine Lampe da drin? Kann man die rausnehmen oder auch leuchten? Die ist eine LED-Lampe, die man wie so eine Stablampe praktisch noch benutzen kann. Okay, klasse. Das heißt, ich kann leuchten, kann auch draußen mal leuchten. Das geht auch. Gut, habe ich verstanden. Also eine Webasto-Standheizung ist mit drin mit Wärmetauscher. Die macht das warme Wasser, sodass ich das Thema Gas gar nicht mehr brauche. Das ist weg nur zum Kochen. Wir haben nur noch, bei diesem Fahrzeug auch trotzdem noch Gas mit an Bord, nämlich fürs Kochen. Paulina, es ist total edel hier. Ganz anderes Holzdesign und Muster. Etwas dunkler, ein bisschen gediegener, oder? Ja, genau. Unsere Ahorncam Premium-Klasse. Premium. Komm, wir gucken mal rein. Jetzt habe ich ja schon alle gesehen. Aber Premium habe ich noch nicht gesehen. Man braucht auch keine Einstiegsstufe, habe ich gesehen. Man hat eine integrierte Treppe mit drin. Ja, beim Vorbeigehen vielleicht übersehen, wir haben hier beim Alaska die Tür mit dem Doppelschloss. Ja. Extra sicher. 2 Schlösser. So ist es. Okay, das heißt, ich habe eine Aufbautür sogar mit. Ist eine andere Tür. Das ist okay, habe ich verstanden. Ist ausschließlich für die Alaska-Modelle vorgesehen. Gut, Premium. Hier oben hast du noch.
Okay, und hier ist die Whale-Heizung, da ist er, der Waterheater ist mit drin, also das ist mit eingebaut, die Webasto Standheizung ist mit drin, das habe ich verstanden. Hier ist das Bedienpanel mit eingebaut und ja, der Kühlschrank. Der Kühlschrank mit separatem Eisfach. So. Boah, das Bett, warte, ich habe schon direkt aufs Bett geschwenkt. Das ist schon Das groß. Bett ist wirklich ein Traum, ja. Was ganz anderes. Der Einstieg ist so tief, dass auch Leute, die sagen wir mal, ein bisschen gehbehindert sind, hier Wenn wir ein gerade. bisschen Problem mit Knien oder Hüften haben, ist das komplett unproblematisch, da ein- und auszusteigen. Zeig mal bitte, wenn du mal gerade reingehst. Gerne. Du hast auf der rechten Seite gar keine Erhöhung. Nein. Hier kann ich noch mal hochsteigen. Also da, Wirklich gerade, wie gesagt, Kniehöhe. da ist eine kleine Stufe, aber auch wenn ich die Stufe nicht mehr schaffe, auf der Seite habe ich gar keine Stufe. Gar keine. Okay, Luftausströmer sind überall da. Dann habe ich hier Der große Kleiderschrank. einen riesen Kleiderschrank. Das ist für Ahorn-Verhältnisse, das ist schon fast Wohnwagengröße, oder? Ja. Mit So, Stange ist draußen. Integriert, genau. Da ist sie drin. Genau. Boah. Das Heckfenster. Und ihr habt immer, Nochmal. ihr habt immer ein Hubbett. Was natürlich toll ist, ist hier kann ich jetzt richtig mich anlehnen, habe keinen Schrank drüber. Das macht so viel aus, wenn die Schränke weg sind an der Seite, oder? Das heißt, das Genau. würde jetzt den ganzen Raum hier kaputt machen, wenn die Schränke drüber Wenn wir es wären. jetzt, früher hatten wir die mal durchgezogen, aber da war das genau so, dass es dann eben, wenn man hinten aufrecht sitzen wollte, lesen wollte, hat das natürlich immer von der Kopfhöhe gestört. So ist das natürlich jetzt optimal. Was ich gut finde, du kannst auf beiden Seiten schlafen, vom Kopf her. Wenn der Wagen mal ein bisschen schräg steht, dann kannst du dir die Seite aussuchen. Gell? Aussuchen. Ja, so, dann hast du hier eine feste Tür. Oder wie wird das so gemacht hier? Wir haben hier auch einmal die Möglichkeit aufzumachen für das getrennte Bad mit Toilette und Dusche. Ja, komme ich gleich. Und wenn wir den kompletten Wohnraum trennen wollen, vom Schlafraum haben wir hier auch die feste Schiebetür. Mit Fensterelement, mit Glas drin. Und Magnet, ihr habt es gehört, das rastet richtig ein. Oben drüber haben wir ein Heki mit eingebaut, da ist es. Dann eine separierte Dusche, Riesenspiegel. Der Platz allein hier, wenn du hier mal reinfilmst, wie viel Platz du hier im Schlafzimmer hast, bei dem niedrigen Einstieg. Du musst hier nicht robben, du kannst einfach aufstehen. Überhaupt nicht. So, Dusche mit drin. Das ist hier mit drin. Warte, ich zeige es mal gerade. Große Dusche mit einer Designbeleuchtung. Mit dem großen Brausekopf, auch ausschließlich in den Alaska-Modellen verfügbar. Oh, Paulina, es ist hier eine andere Klasse. Hast du einen Hubbettschlüssel noch da, Paulina? Ja, habe ich noch da. Oh Mann, den brauchen wir gleich. Warte, ich frage mal gerade. Ach, schon schick gemacht hier mit der Ambientebeleuchtung, oder? Die indirekte Beleuchtung gibt natürlich nochmal eine ganz andere Atmosphäre. So, Regendusche. Sowas habe ich immer gesucht. Ich glaube, wenn ich gehe, ist die weg. Nee, ist natürlich nicht. Aber so, mach mal runter. Hier habe ich ein Hubbett. Kissen machen wir weg. Das ist, glaube ich, alles, was du wegmachen musst. Dann geht schon runter. Mehr brauchen wir nicht. Da ist das Auch wieder Hubbett. stufenlos verstellbar. Was ist hier breite Bett? 1,30? 1,35. 1,35. So. Also hier hast du ein Bett mit Leiter begehbar. Oder Paulina ist ja hier die Kletterfee, die könnte auch über den Sitz rein, machen auch schon mal eine, oder? Also Die, wo noch so gut zu Fuß sind, machen das immer. bloß bitte aufpassen, bei solchen Aktionen ist der Kopf gerne mal angestoßen. Das macht man übrigens nur einmal, ja. Ich habe es schon erlebt. Mach nochmal hoch, bitte. Also auch hier Lattenrost mit drin, der auch richtig federt. Das kann man gerade mal zeigen. Wieder der Rausfallschutz vorne und hier bei uns. Okay. Von hinten. So, verstanden. Hochwertige Kaltschaummatratze. So, das Ganze fährt wie von Geisterhand. Alles elektrisch bei euch, keine mechanischen Hubbetten mit drin. Nicht mehr. So. Und, wir haben es eben erwähnt, die getrennte Toilette. Das ist auch übrigens etwas, das kannst du in Italien, kannst du gar keine Klos verkaufen ohne so. Denn die Italiener würden niemals auf Toilette gehen im gleichen Raum wie der andere. Das weiß ich nämlich aus eigener Erfahrung. Ich habe ja mal einen Italiener erzählt, die können gar nicht verstehen, dass es Raumbäder mit integrierter Toilette gibt und so weiter. Das hier ist also ein richtig getrenntes Klo, oder? Cool. Ist doch eine ganz andere Baureihe, oder? Ja, der Alaska hebt sich dann doch schon nochmal deutlich von der Camp-Reihe und der Kanada-Reihe ab. Soll ja auch so sein, ist tatsächlich unser Premium-Produkt, Ja. unser Spitzenprodukt.
Und das soll sich ja auch deutlich zeigen. Gibt es eine Gasheizung in Alaska? Gar nicht, oder? Das ist Nein, immer auf der Webasto. Wir bauen ihn ausschließlich mit der Webasto Dieselstandheizung. Okay. Die Whale macht das warme Wasser. Vielleicht nochmal als Korrektur ganz am Anfang. Also kein Wärmetauscher, sondern die Whale Heizung, die mit drin ist, die übrigens in allen Fernreisemobilen, die ich bisher gefilmt habe, auch mit eingebaut ist, die in Verbindung mit der Webasto nämlich das warme Wasser macht, die einmal auf Gas geht und einmal, ich bin wirklich beeindruckt. Das ist ein ganz toller Grundriss. Dann guck mal hier, wie flauschig das ist. Auch das Polster ist ganz anders. Das Polster haben wir deswegen etwas heller abgestimmt, weil das eigentliche Möbel ja etwas dunkler ist. Beim Alaska traditionell immer einen deutlichen Ton dunkler wie beim Kanada. Und dass da dann einfach ein entsprechender Kontrast entsteht, haben wir die helleren Möbel reingemacht. Und das gibt einfach einen sehr, sehr edlen Eindruck. Und man braucht auch keine Angst haben, auch wenn man denkt, helle Polster, auch das ist bestimmt super empfindlich. Die sind extrem strapazierfähig. Man kann also auch mit ordentlichen Waschmitteln mal dran gehen, wenn mal was passieren sollte, ist völlig unproblematisch. So, hast gehört. Vollkommen unproblematisch. Also ich bräuchte mal ein Glas Rotwein. Hast du gerade einen Stout oder Schuhcreme? Wir testen noch. Also es gibt ja noch die Möglichkeit, man kann ins Polster, habe ich mal gesehen, kannst du mit so einem Zeug behandeln, dann perlt das alles ab. Ja? Da gibt es so Spezialisten, die das machen. Geht zwar mit der Zeit wieder weg, so ein Fleckenschutz, oder habt ihr den schon drin? So ein bisschen. Die sind imprägniert, auf jeden Fall. Aber es gibt sicherlich von speziellen Polsterfirmen, gibt es noch extra Imprägnierungsmittel, wo man das vielleicht noch, wenn man weiß, dass man vielleicht das Ganze mit einem Hund oder mit einem Tier, der dabei ist, vielleicht mehr strapaziert, dass man das mehr schützen kann. So ein großes Panoramafenster zu öffnen. Dann hast du hier, das Navi ist es Serie hier bei dem? Bei dem Fahrzeug ist es jetzt dabei, aber grundsätzlich ist es immer optional. Okay, das heißt ein großes Navi mit drin, ein Eindienschacht-Navi. Fahrhausklimaanlage ist natürlich mit dabei. Auch hier würdest du die Auflastung empfehlen bei dem Fahrzeug? Die Alaskas tun wir ausschließlich mit Auflastungen verkaufen, weil das Grundgewicht ist einfach schon so hoch, dass eigentlich schon allein mit 2 Personen und dem entsprechenden Equipment, was man mitnimmt, die 3,5 Tonnen so schnell erreichbar sind, dass das eigentlich unrealistisch ist, den auf 3,5 Tonnen zu fahren. Gut, Küche. Wieder mal, Leute werden mich jetzt hassen, weil ich gerade auf Paulina gezeigt habe und das Wort Küche dabei gesagt habe. Die Männer kochen ja auch gerne, große Küche mit drin. Das Ganze ist ein bisschen angewinkelt, dass auch kleinere Personen, die kleiner sind als Paulina, die ja fast 1,80 Meter ist, da auch gut rankommen. Piezo-Zünder mit drin, Spritzschutz an der Seite und extra noch angebracht. Die wichtigsten Sachen wie eine doch größere Spüle wie bei den anderen. Und tiefer. Und tiefer. Also, da kriegst du dann auch den Pastateller ordentlich rein. Paulina hat mir immer erzählt, sie isst viel Pasta. Am liebsten jeden Tag. So, mal gucken. Geht ja auch immer. Ob das alles ein bisschen anders. Vorher zentral verriegelt. Mit Soft Close. Soft Close. Auch da, wenn die leer sind, ruhig mal den Schubs geben. Dann gehen sie auch richtig zu. Und vielleicht auch zu bemerken, wir haben hier die Dunstabzugshaube. Cool. Und die bläst nach außen, weißt du es? Die bläst nach außen. Bläst nach außen. So, hier oben auch drin. Also, Alaska habe ich verstanden. Sonst die Grundwerte, Full GFK, das ist alles wie bei den anderen. Identisch wie beim Kanada auch. Okay. So, komm, wir gehen mal kurz raus, zeigen das mal und gleich gibt es noch zum Abschluss 2 Fahrzeuge, dann bin ich auch weg. Nämlich einmal haben wir den blauen Kasten, den wir vorne noch filmen müssen. Und wir haben last but not least den Alaska TE Plus. Der wird sich wahrscheinlich im Grundriss ein bisschen ändern, oder? Auch wieder ein teilintegrierter, aber diesmal nicht mit dem Querbett hinten, sondern mit den Einzelbetten. Einzelbetten. Ich glaube, das ist auch sehr gefragt. Also Querbett, das ist so eine Sache, die wurden so gehypt, die Einzelbetten, da kommst du kaum noch rum, oder? Ja, die Einzelbetten sind grundsätzlich ja immer eine sehr, sehr beliebte Variante, ist die meist verkaufteste Variante bei den Reisemobilen und auch hier beim Alaska zieht sich das durch. Ist natürlich ein sehr erfolgreiches Modell bei uns. Wir sind in Speyer, das Ganze kriegt ihr auch in Mülheim. Da steht auch Alaskas, steht in Mülheim? Ja, natürlich. Die sind da unten in Frankfurt und sonntags habt ihr auch geöffnet. Zumindest mal Schautag, keine Beratung, kein Verkauf. Immer von 10 bis 16 Uhr. Ich danke euch. Tschüss. Danke.